Ein Wald voller Geheimnisse. Für die Niveaus B1, B2, C1. Die Nacht brach herein, und mit ihr kam eine unheimliche Stille über das kleine Dorf. Die Sterne funkelten am Himmel, und der Mond beleuchtete sanft die gepflasterten Straßen. In einem abgelegenen Gasthaus am Rand des Dorfes saßen die Figuren unserer Geschichte zusammen, ihre Gesichter im Schein der flackernden Kerzen lebendig beleuchtet. »Was für ein merkwürdiger Tag«, murmelte Karl, während er seinen steifen Rücken gegen die hölzerne Wand des Gasthauses lehnte. »Ja, das war es«, stimmte Anna zu und blickte in das Feuer im Kamin. »Aber es ist schön, wieder unter Freunden zu sein und sich aufzuwärmen.« Ein leises Klopfen an der Tür ließ sie alle aufhorchen. Der Gastwirt trat ein besorgter Ausdruck auf seinem Gesicht. »Verzeihung, aber ich fürchte, es gibt Neuigkeiten aus dem Wald«, sagte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Was ist passiert?« fragte Marie, ihre Augen weit vor Aufregung. Der Gastwirt seufzte schwer. »Es gibt Berichte über seltsame Lichter und Geräusche, die aus der Tiefe des Waldes kommen. Einige Leute behaupten, sie hätten seltsame Gestalten gesehen, die zwischen den Bäumen umherwandern.« Ein Raunen ging durch die Runde, und die Gesichter der Anwesenden verfinsterten sich. »Das klingt nicht gut«, sagte Heinrich und strich sich nachdenklich über den Bart. »Wir sollten uns vielleicht morgen früh aufmachen und nachsehen, was dort vor sich geht«, schlug Franz vor, und die anderen nickten zustimmend. In den nächsten Stunden tauschten sie Geschichten und Anekdoten aus, um die düstere Stimmung zu vertreiben. Doch selbst das fröhliche Lachen konnte die Unruhe nicht vertreiben, die sich in ihre Herzen geschlichen hatte. Schließlich beschlossen sie, sich zur Ruhe zu legen, und jeder begab sich in sein Zimmer im Gasthaus. Doch die dunklen Schatten der Sorge begleiteten sie bis in ihre Träume. Am nächsten Morgen brachen sie früh auf, bewaffnet mit Fackeln und mutigen Herzen. Der Wald lag still und düster vor ihnen, die Bäume wie stumme Wächter entlang des Pfades. Je weiter sie in den Wald vordrangen, desto intensiver wurde das Gefühl der Bedrohung, das über ihnen lag wie eine schwere Wolke. Schließlich erreichten sie eine Lichtung tief im Herzen des Waldes, und was sie dort sahen, ließ ihre Herzen vor Entsetzen stocken. Inmitten der Lichtung stand ein altes, verfallenes Gebäude, seine Mauern von Moos und Efeu überwuchert. Seltsame Symbole waren in den Boden geritzt, und das leise Summen eines fremdartigen Gesangs erfüllte die Luft. »Was ist das für ein Ort?« flüsterte Anna, ihre Stimme voller Furcht. Niemand konnte ihr eine Antwort geben, denn keiner von ihnen hatte je zuvor von diesem Ort gehört. Doch sie wussten alle instinktiv, dass hier etwas Dunkles und Gefährliches lauerte. Entschlossen traten sie näher, ihre Fackeln hochhaltend, um das Dunkel zu vertreiben. Doch als sie die Schwelle des Gebäudes überschritten, erwartete sie eine Überraschung, die selbst ihre kühnsten Ängste übertraf. Im Inneren des Gebäudes fanden sie eine Gruppe von Menschen, gekleidet in seltsame Roben und umgeben von Kerzen und Altären. In der Mitte des Raumes stand eine Gestalt, halb Mensch, halb Tier, mit glühenden Augen und einem bösartigen Grinsen auf den Lippen. »Willkommen, Fremde«, sagte die Gestalt mit einer Stimme, die wie das Krächzen eines Raben klang. »Ihr seid gekommen, um Zeuge der Geburt einer neuen Ära zu sein.« Die Figuren unserer Geschichte erstarrten vor Schreck, als sie erkannten, dass sie sich in die Fänge einer dunklen und mächtigen Macht begeben hatten. Doch sie wussten auch, dass sie keine Wahl hatten, als sich dem entgegenzustellen, was vor ihnen lag.
Mit einem entschlossenen Aufbäumen stürmten sie vorwärts, ihre Fackeln hochhaltend und ihre Stimmen vereint in einem mutigen Schrei. Und in diesem Moment wussten sie, dass ihre Freundschaft und ihre Entschlossenheit stärker waren als jede Dunkelheit, die ihnen entgegentreten mochte.